Nach einer wunderbar ruhigen Nacht lichten wir den Anker in der Thuraußmündung, um auf der Rhône 8 Kilometer stromaufwärts bis zu unserem heutigen Etappenziel Avignon weiterzufahren. Glücklicherweise hat Squibb nur 70 cm Tiefgang. Kein Problem, die Bahre direkt an der Thuraußmündung zu passieren. 90 cm zeigt das Echolot an der seichtesten Stelle an. Gleich nach der Kurve sehen wir bereits die nächsten zwei Brücken vor uns. Vorne die TGV-Brücke, 2 Kilometer dahinter die ältere Eisenbahnbrücke, kurz vor der Abzweigung in den Rhône-Altarm, an dessen südlichem Ufer Avignon liegt. Die Rhône führt noch immer doppelt so viel Wasser als Ende Juli normalerweise üblich. Dementsprechend langsam geht es voran. Endlich sind die Motoren warm gelaufen, mit der höheren Drehzahl verdoppeln wir unsere Reisegeschwindigkeit von 1,5 auf 3 Knoten. Noch immer ist es ein eigenartiges Gefühl, Brücken oder Ortschaften als Landmarken abzuhaken. Vor ein paar Tagen sind wir noch im Mittelmeer von Insel zu Insel oder von Kap zu Kap gefahren. Statt durch türkises oder tiefblaues klares Wasser schneiden die Büge von Squibb jetzt durch braunes oder grünes, in jedem Fall aber trübes Wasser. Wir, das sind Sabina, meine Wenigkeit Peter und unser 40 Jahre altes Segelboot, ein Cadillac 9M, namens Squibb. Gleichzeitig ist es ein erhebendes Gefühl, all diese neuen Eindrücke sammeln zu dürfen. Noch liegen mehr als 2000 Kilometer bis zu unserer Heimatstadt Wien vor uns. 2000 Kilometer, die wir nur wenig schneller als im Schritttempo zurücklegen werden. Kurz nach der Abzweigung tauchen am östlichen Ufer die ersten Häuser von Avignon auf. Das westliche Ufer ist unbebautes Naturschutzgebiet. Am Ufer haben zahlreiche Penichen französische Kanalboote festgemacht. Penichen sind Binnenschiffe, deren Ursprung im 19. Jahrhundert liegt. Sie sind maximal 38,5 Meter lang und 5,5 Meter breit. Voll beladen mit bis zu 400 Tonnen Gütern haben sie einen Tiefgang von 2,50 Meter. Mit 250 Tonnen beladen beträgt der Tiefgang 1,80 Meter. Mit diesen Ausmaßen können sie alle europäischen Flüsse und Binnenwasserstraßen befahren. Und dann liegt sie vor uns. Die Pont Saint-Benet-Sept ist die Ruine einer Bogenbrücke, die einen Teil des östlichen Flussarmes der Rhône überspannt. Das Bauwerk gab Anregung für das Lied Sur le Pont d'Avignon und gilt als Wahrzeichen der Stadt. Wieder einmal wird uns bewusst, wie privilegiert wir als Bootseigner sind, können wir uns dieses Bauwerk in aller Ruhe und aus nächster Nähe anschauen. Einen halben Kilometer weiter legen wir am breiten Quai von Avignon an. Hinter der Uferstraße trennt uns nur noch die antike Stadtmauer von der pittoresken Altstadt.
Was hast du für Beute gemacht? 3 Süßli und ein Baguette. Wie war unser erster Tag in Avignon? Schön und anstrengend, Wieso anstrengend? weil ich nicht mehr das zu Fuß gehen gewöhnt bin. 3 Wochen nur am Boot hocken, gell? Ja, irgendwie sind meine Muskeln entwöhnt. Aber du hast da ein Schächtelchen von Ja. dir, das du ein bisschen ins Bild rücken musst. Das ist die Konditoreibeute von heute. Na, mach einmal Da auf. schauen wir jetzt rein. Unpacking Boulangerie. Genau, Nein, Unpacking Patisserie. genau. Ein Himbeertörtchen, ein Maroni-Törtchen und ein Eclair mit Pistaziencreme-Füllung. Ein Fass ist für wem? Das Himbeertörtchen habe mir ich ausgesucht. Also kriegst die Hälfte du. Nein, ich krieg das Ganze. Nein, ich glaube, du kriegst nur die Hälfte. Das glaub, Maroni-Törtchen hat sich der Peter ausgesucht. Na gut, ja. Davon kriegt er auch nur die Hälfte. Und das Eclair habe ich noch für uns gemeinsam ausgesucht, da kriegt auch jeder die Hälfte. Und wir essen jetzt 3 Hälften oder ist die Hälfte für morgen? Nein, ich esse 3. Morgen wäre es ja nicht mehr frisch. Wir könnten uns das Pistazien-Dingsbums für morgen aufheben. Nein. Davon esse ich auch die Hälfte. Welches ist am besten? Und das Maroni habe ich noch nicht gekostet. Schwer zu sagen. Alle 3 gleich gut. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement. Plus d'1 million d'années et toujours en été. Padadam-pam, padadam-pam, padam-pam. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement. Plus d'1 million d'années et toujours en été. Padadam-pam, padadam-pam, padam-pam. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. In den alten Gassen Avignons sind die Wege und Straßen mit Rohensteinen gepflastert.
Ich muss eine Maske tragen, ich habe ein Genesungszertifikat gebraucht. Die Eintrittskarte wurde mehrmals gescannt. Wir sind mit einem Tablet und Kopfhörern ausgerüstet worden für die Führung und jetzt geht's los. Der Papstpalast zu Avignon war zwischen 1335 und 1430 die Residenz verschiedener Päpste und Gegenpäpste. Der Palast gehört mit der Altstadt von Avignon zum Weltkulturerbe. Es ist eines der größten und wichtigsten mittelalterlichen gotischen Gebäude in Europa. Wie gefällt dir die Brücke? Sehr schön. Sehr interessant. Was machst du gerade? Ich höre mir den Audioguide an. Sabina war noch nie in einem antiken Amphitheater, so besteigen wir den Regionalzug für einen Tagesausflug nach Arles und legen die Strecke, für die wir mit dem Boot mehrere Stunden gebraucht haben, in 20 Minuten zurück. Anschließend geht es weiter die Rhône hinauf. Nach einer zweistündigen Wartezeit verlassen wir die Schleuse Caderousse bei Sonnenuntergang und suchen lange vergeblich einen sicheren Platz für die kommende Nacht. Epilog. Zum Schluss noch den ungeschnittenen Clip unseres Ankeraufmanövers in der Douraus-Mündung. Jetzt hast du das voll abbremst. Ja, hilf mir bitte. Ich kann nicht, ich filme gerade.
Lass sie aus. Die Schrauben drehen eh nicht. Ich glaube, der Anker ist draußen. Was? Der Anker ist draußen. Ja, voller Schlamm ist er. Ja. Das ist ja was. Kannst du abfilmen. Auf der Seite ist auch noch was drauf, schau. Gut haltender Ankergrund. Ja. Da würde sogar der CQR halten. Na, der hält nirgends. Der CQR ist ein reiner Gewichtsanker. Wäre so eine Boje. Wir können aber jetzt fahren ein Stück, dann wascht das von selber. Ha? So. Lass ihn so hängen und wir fahren langsam raus. Oder musst du noch die Boje runter? Ja, die können ja dabei drauf bleiben. Die kann ich nachher auch. Na gut, wir treiben rückwärts, ich muss was machen, gell? Ja.